Hallo und willkommen bei Niki at Home. Schön, dass du da bist. Heute habe ich ein paar Sachen für Herbstdeko gekauft und ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht, aber wir benutzen Sachen, die wir schon haben und Sachen, die ich neu gekauft habe und kreieren eine schöne, edle Herbstdeko zusammen. Ja, an den Kürbissen und den Pflanzen erkennt man gleich. Heute geht es um die Herbstdeko. Ich war am Feld und habe diese wunderschönen Kürbisse gekauft in diesem grün-grauton und in weiß. Das sind ja so genau meine Farben. Ich habe auch schon öfter mit denen gearbeitet, könnt ihr in meinen alten Videos sehen. Aber dieses Mal versuche ich was Neues zu kreieren und habe mir einfach so ein paar Pflanzen ausgesucht und ein paar Deko-Sachen, wo ich denke, die sind stimmig, die passen gut zueinander. Und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise uns so hinführt. Und was mir immer wichtig ist, ich kaufe Pflanzen dazu und auch Kerzen. Dieses Mal habe ich mich hier so für diese rosa Kerze entschieden und eine in so einem Grün, in einem zarten Grünton, weil ich dachte, das passt gut mit der Kürbisfarbe und das Rosa passt gut hier mit diesen Rosatönen, die ich eingekauft habe. Aber was mir auch wichtig ist, ist, dass wir alte Sachen wieder benutzen. Deshalb habe ich verschiedene Kränze und Gefäße geholt, die ich zu Hause habe, weil ich möchte, dass ihr nicht jedes Mal loszieht und was Neues kauft. Könnt ihr euch immer ein paar Pflanzen und ein paar Kerzen neu kaufen oder ein paar kleine Deko-Elemente. Aber die großen Sachen, die solltet ihr zu Hause haben. Und es sollte euren Stil entsprechen, was ihr gerne mögt. Und ich versuche einfach mal das zu benutzen, was ich so zu Hause habe und zeige euch verschiedene Vorschläge und dann könnt ihr gucken, wie ihr es zu Hause bei euch umsetzt. Falls ihr euch jetzt fragt, wie die Kürbisse heißen und was sie kosten, habe ich hier kurz Aufnahmen von den Schildern gemacht. Der grünliche heißt Crown Prince, wie süß, und der kleine heißt Casperita. Zwei Sachen, die ich gefunden habe, oder es ist ja die gleiche Sache, das war bei Ernstings Family, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber schaut mal, wie süß und wie edel die aussehen. Dieser große Pilz hat 5,99 gekostet und der kleine 4,99 und schaut mal, wie süß die sind und ich dachte, das ist echt ein gutes Beispiel, wie günstig Deko sein kann und wie edel es aussieht und ich glaube, durch dieses Silber hier oben hat es einfach so einen edlen Charakter, könnte auch von einem ganz teuren Gärtnerei oder so sein, ist es aber nicht. Und ja, dann fangen wir mal damit an. Ich dachte, ich möchte mit Moos arbeiten, weil das sind ja so Naturtöne und das Silber und dann will ich irgendwas Grünes, Simples haben am Boden und ich nehme jetzt mal irgendein Tablett. Ich habe mal geguckt, was ich drin habe. Ich habe so rosafarbene, die habe ich so in 2 Größen. Das habe ich mir mal vor längerer Zeit gekauft. Vielleicht habt ihr auch ein Tablett. Oder hier habe ich noch mal ein silbernes geholt. Wobei, das wäre mir vielleicht ein bisschen viel mit dem Silber und dem Silber könnte man schon machen, aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Von daher guckt mal, was ihr für ein Tablett habt. Ein Bambustablett wäre schön oder es könnte auch ein rundes Holztablett sein oder sowas. Und dann dekorieren wir das einfach so ein bisschen herbstlich. Und damit fangen wir jetzt mal an. Wie ihr wisst, gehe ich ja öfter mal stöbern und nein, ich mache keine Werbung für Ernstings Family, aber die Deko-Elemente sind immer schön und günstig, von daher lohnt es sich immer da mal vorbeizuschauen. Und wie gesagt, habe ich da die süßen Pilze gefunden.
Ihr wisst ja, ich mag gerne Chrom, habe ganz viele Elemente in meinem Haus, die chrom sind und glänzen wie Bilderrahmen und so. Von daher sticht mir das natürlich direkt ins Auge. Und diese rosa Tabletts, die habe ich vor längerer Zeit mal gekauft bei Cocoon, aber die gibt es online nicht zu kaufen. Aber nehmt einfach, was ihr zu Hause habt. Und ich finde, alleine die Pilze auf dem Tablett sind schon total wirkungsvoll. Aber wir wollen es natürlich ein bisschen mehr gestalten und deshalb habe ich mir jetzt erstmal diesen kleinen süßen Kürbis dazu geholt und dann dachte ich, okay, was passt dann noch? Und den Eukalyptus, den ich dieses Mal gefunden habe, war nur ein Zweig und der hat aber diese wunderschönen runden Blätter und die Farbe ist einfach, ach, es ist so ein schönes Grün. Und dass wir noch einen kleinen Farbklecks bekommen, habe ich dieses Mal ein paar Pfefferbeeren gekauft. Viel zu viel für dieses Projekt, aber die sind ja schon getrocknet und halten total lange. Und dass die Pilze wie in so einer kleinen Mooslandschaft stehen, habe ich mir ein bisschen Moos gekauft. Manchmal habe ich ja welches im Garten, aber es war so trocken, dann sah das echt sehr arm aus. Deshalb habe ich mir bei der Gärtnerei einfach so ein bisschen was gekauft. Die haben das immer da. Und dann haben wir so wie so einen kleinen moosigen Waldboden. Wer meinen Kanal kennt, der weiß ja, ich falte immer das Moos gerne, weil dann gibt es so ein bisschen mehr Volumen. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch. Den habe ich leider nicht beherzigt. Das ist mir dann später eingefallen. Stellt die Pilze auf irgendwas Kleines drauf, dass sie ein bisschen höher stehen, weil letztendlich soll das ja der Star der Show sein. Und bei mir ist er in der Deko so ein bisschen untergegangen, fand ich. Also stellt den auf irgendwas Kleines drauf, vielleicht eine Münze oder so, dass er ein bisschen höher steht. Ja, und dann könnt ihr einfach ausprobieren und hin und her legen. So mache ich es immer. Ich fange irgendwo an, lege ein bisschen Moos hier, gucke dann bei dem Eukalyptus, wo tue ich den hin. Das erste Stück, das ich mir zu abgeschnitten habe, war viel zu viel. Also habe ich es nochmal kleiner geschnitten und versuche dann einfach das hier und das dahin zu legen, um zu gucken, wie kommt es am besten zur Wirkung. Und so empfehle ich es euch auch. Ihr habt ja sowieso nicht das gleiche Tablett, also probiert einfach rum. Dann hatte ich noch diese grüne Annabelle, die war ja schon getrocknet von meinem letzten Projekt und da könnt ihr einfach die kleinen Zweige abmachen und das dann hier und da hin dekorieren und so eure eigene kleine Mooslandschaft gestalten. Ich wollte dann noch die grüne Kerze mit benutzen in diesem Gesteck und diese hier von Wiedemann ist 15 cm hoch und fast 8 cm im Durchmesser, also schon recht groß und die Farbe heißt Aloe Vera. Und als ich sie dann aufs kleine Tablett gestellt hatte, habe ich gemerkt, die gehört aufs große Tablett und habe sie ausgetauscht mit dem großen Pelz. Und dann dachte ich, das ist mir links ein bisschen zu niedrig, da brauche ich ein bisschen mehr Höhe. Deshalb habe ich hinten links neben die Kerze noch einen Kürbis gelegt. Und so soll es auch entstehen. Schaut es euch an und schaut, was stimmig ausschaut für euch. Und dann könnt ihr hier und da austauschen und rumlegen und probieren, wie es am schönsten ausschaut.
Ich finde, hier kann man auch echt schön sehen, wie diese unterschiedlichen Materialien, die wir übereinander legen, dazu führen, dass es aussieht wie ein super edles, wertiges Gesteck. Und letztendlich sind es nur ganz kleine Mengen, aber wenn wir sie übereinander legen und die an Höhe gewinnen, hat es eine ganz andere Aussagekraft. Ich bin immer wieder fasziniert davon. Ja, ich hoffe, meine erste Deko-Idee hat euch gefallen. Ich muss sagen, ich war heute ja in dem Geschäft und habe die Sachen gekauft. Oder diese Pilze habe ich ja schon gestern gekauft. Aber ich war wieder so unsicher, was da entsteht. Und deshalb geht einfach was kaufen, was euch zusagt. Muss nichts Teures sein, ja? Eine Kerze, bisschen Moos, 2 kleine Kürbisse am Feld und nehmt das, was ihr zu Hause habt und fangt einfach an. Es geht schon irgendwo hin. Und ich bin immer wieder begeistert, was dann rauskommt. Und es ist eure eigene Kreation. Und wenn man das jetzt auf eine Anrichte stellt oder so, oder auch in die Küche so, ans Fenster irgendwo oder in die Mitte von einem Tisch oder ich habe so 2 Tische vor meiner Couch. Sieht bestimmt auch total schön aus. Also das könnt ihr überall hinstellen oder auch verschenken. Es ist auch ein total schönes Geschenk. Und ja, ich hoffe, die erste Idee gefällt euch. Und es ist mal wieder Beweis dafür, dass man mit wenig Geld schöne Deko machen kann. Ja, jetzt wollte ich euch aber noch was zeigen, weil ich ja hier die getrocknete Annabelle benutzt habe. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt von letzter Woche, vor 3 Wochen, das war mein Türkranz mit der Annabelle. Den verlinke ich euch hier. Und ich zeige Ihnen, wie er jetzt nach 3 Wochen ausschaut. Ich zeige es euch. Schaut euch das an. Der ist wunderschön. Ich dachte, ja, vielleicht trocknet er und wird ein bisschen leer zwischendrin. Aber er ist immer noch wunderschön gefüllt und jetzt sind die Blüten ganz trocken. Also ich hoffe, ihr arbeitet mit grünen Annabelle. Ihr müsst warten, bis sie grün ist. Aber das erkläre ich alles in dem Video. Und diesen Säckkübel, den benutze ich heute nicht. Den habe ich ja schon so oft benutzt. Verlinke ich euch unten, falls er euch gefällt. Aber schaut mal, ich hatte eine Idee, den einfach hier drauf zu legen. Guck mal, was das für eine Wirkung ist. Und wenn man dann einfach von innen ein Glas falsch rum reinstellt oder irgendein Gefäß, eine Schüssel oder so. Und dann eine schöne dicke, also da würde ich noch dicker gehen, eine ganz dicke Kerze rein. Das sieht doch mega aus. Also nicht rosa, würde ich jetzt nicht machen, aber grün oder weiß oder so. Würde bestimmt total wirkungsvoll aussehen. Also für alle, die den Säckkübel haben und den Kranz gemacht haben, habt ihr wieder eine neue Deko. Kranz auf eine Schale, Kerze rein, könnt ihr mir auch Glasschale und dann Kerze. Also ich finde, das ist so ein richtiger Hingucker. Wollte ich euch nur zeigen, das war mein letztes Projekt. Kommt jetzt hier rüber. Und jemand hat mir gesagt, in den Schatten stellen, wenn ihr es trocknet. Also bei mir stand es im Raum. Es war jetzt nicht an einem Fenster oder so, aber es war ein heller Raum und es hat nicht geschadet. Also sie ist wunderbar getrocknet. So, jetzt gehen wir aber zum nächsten Projekt. Ich hatte ja schon oft Kürbisse auf irgendwelche Kränze gelegt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch auch hier. Das hatte ich draußen gemacht. Da hatte ich etwas größere Kürbisse und die einfach hier auf diese Kränze gelegt und dann Trockenblumen reingesteckt. Und von daher wollte ich heute sowas Ähnliches machen. Und ich gucke jetzt mal, was ich mit diesen größeren Kürbissen mache. Und dann habe ich aber auch noch einen etwas größeren weißen geholt. Und ja, und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich weiß es noch nicht so genau, aber wir fangen einfach mal an. Um den Kürbis richtig in Szene zu setzen, habe ich mich für diese Tortenplatte entschieden. Ich habe auch mit diesem Silberteller geäugelt, aber ich dachte, so ein bisschen hochgesetzt für den Kürbis ist perfekt. Also schaut, welche Tortenplatten ihr habt und jetzt kommen sie mal wieder zum Einsatz. Dann habe ich Mühlenbeck genommen. Das kann man einfach so zwischen den Händen kneten. Ist ein wunderbares Material, was sich einfach verarbeiten lässt. Und so sieht es nach wenig aus, wenn es jetzt so auf den Teller liegt, aber mit dem Gewicht von dem Kürbis werdet ihr gleich sehen. Schaut mal, das wird nach unten gedrückt und sieht aus wie ein kleines Nestchen.
Was da noch so absteht, könnt ihr einfach mit einstecken wieder und dann sieht es wieder aus wie gebunden. Und wenn auch ein bisschen noch was absteht, alles gut. So, jetzt brauchen wir noch einen kleinen Farbklecks und im Hintergrund seht ihr ja schon meine Limelight-Hortensie und die hat sich teilweise schon verfärbt, das heißt, es ist der perfekte Zeitpunkt zum Trocknen. Da könnt ihr einfach immer so kleine Stückchen abzupfen und den Stiel einfach in das Mühlenbecherkränzchen einstecken. Und ich finde, die Farbe von diesem grün, pink, von den Rispenhortensien mit dem Grün vor dem Kürbis passt perfekt. Um die Sache aufs nächste Level zu bringen, dachte ich, so kleine Blättchen wären süß. Und dann habe ich mich umgeschaut im Garten, was hatte ich da? Viel Salbei in meinem Kräutergarten. Und die Farbe vom Salbei ist fast wie die Kerze, wie dieses Aloe Vera von der Kerze. Und dann dachte ich, ach, es ist auch ein schönes, samtiges Grün. Und habe immer so 2 Blättchen auch einfach mit eingesteckt. Dann wieder ein paar Rispenhortensien. Und so geht ihr ringsherum und so kriegt der Kürbis ein kleines Blumenkränzchen. Ja, das war auch schon mein zweites Projekt für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin begeistert. Ich weiß ja nie, wo die Reise so richtig hingeht. Und dachte mir, ich will ja es super simpel machen. Und trotzdem finde ich, ist es richtig wirkungsvoll geworden. Und das Mühlenbecker ist so einfach zu bearbeiten. Das kriegt ihr auch bei jedem Blumenladen. Und bei den Hortensien habe ich nur 2 Hortensien gebraucht und die waren eigentlich recht klein. Von daher, wenn ihr irgendjemanden in der Nachbarschaft habt, dann fragt oder vielleicht kauft ihr euch einfach 2. Und man könnte es aber auch nur mit dem Salbei machen. Salbei kriegt man auch überall oder vielleicht habt ihr welchen auf der Terrasse oder im Garten. Und ihr könnt es ringsrum auch mit Salbei machen. Ich finde, die Farbe von dem Salbei passt so schön zu diesem zarten Grün von dem Kürbis. Und es würde bestimmt auch total schön aussehen, wenn man den ganzen Kranz mit Salbei macht. Also, ich hoffe, die Idee gefällt euch. Und dann kommen wir auch schon zu unserer nächsten Idee.
Falls ihr noch auf der Suche seid nach schönen Sonnenschirmen oder Teakholzmöbeln, dann schaut doch mal bei Kai Wiechmann vorbei. Mit meinem Code Niki@home bekommt ihr da 10% Rabatt. Für die nächste Idee dachte ich, ich bepflanze eine Schale. Und es kann irgendeine Schale sein, die ihr zu Hause habt. Ich habe hier so einen Kübel, den hat mir meine Freundin geschenkt. Der ist schon ganz alt und da bepflanze ich gerne Sachen drin. Ihr könntet aber auch irgendwas nehmen, einen großen Korb, den ihr habt, oder könnte man auch in einem Sektkübel machen. Ihr nehmt einfach das, was ihr zu Hause habt. Und ich dachte, ich will irgendwie in diese frischen Farben gehen und habe deshalb alles so in so einem hellgrün gekauft und manche Sachen ein bisschen niedriger, manche ein bisschen höher. Und dazu möchte ich dann auch diese kleinen weißen Kürbisse rein dekorieren und so eine schöne Schale machen. Die kann man entweder an den Eingang stellen, so neben die Tür, oder auf einen schönen runden Tisch. Gerade runde Schalen auf runden Tischen innen sieht total schön aus. Oder vielleicht auf eine Anrichte oder Kommode. Ich habe eine Kommode, wenn man in den Flur reinkommt, da stelle ich gerne was drauf. Dann hat man so eine schöne herbstliche Schale und ja, dann stellen wir die einfach mehr oder weniger nur rein. Schaut nur, dass ihr sie vorher gut wässert. Ich stelle sie immer so eine Stunde lang in Wasser, dann können sie sich richtig schön vollsaugen. Der ist jetzt nämlich auch ganz schön trocken, das mache ich jetzt erstmal. Und dann pflanzen wir die Schale und was wir oben noch sehen, können wir entweder mit Mühlenbekia abdecken oder mit Moos. Wir gucken mal, was schöner aussieht und was am besten wirkt. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Und das sind die Pflanzen, für die ich mich dieses Mal entschieden habe. Einmal dieses wunderschön leuchtend grüne Purpurglöckchen. Das kam in einem Trio-Mix für 4,99 und die Farbe, die hat mich einfach umgehauen. Ich fand es jetzt so frisch und wunderschön. Bei der Herbstbepflanzung darf natürlich auch so eine Heide nicht fehlen und schaut mal, was es für schöne Farben zur Auswahl gab. Aber ich habe mich für diese hellgrüne Knospenheide Kaluna entschieden, weil die einfach so toll zu den anderen Pflanzen gepasst hat. Im Angebot waren alle Gräser, zumindest die kleinen Töpfe, für 3,99 und da habe ich dieses Zwerglampenputzergras gefunden und schau mal, wie schön das ist. Ich fand es so wunderschön und es gibt einfach dem Gesteck eine schöne Höhe. Und natürlich brauchen wir noch was Niedriges, was vorne hinkommt. Und dann habe ich dieses Sternmoos für 2,99 gefunden. Und ich finde, es hat so eine tolle, frische, grüne Farbe. Und es ist wie so ein kleines Kisschen. Um meine Schale zu schützen, lege ich sie immer so ein bisschen mit Küchenpapier aus und dann einfach eine Folie drüber, nur um sicher zu gehen, dass wenn ich Wasser daneben schütte, dass es nicht die Schale kaputt macht. Nach dem Wässern die Pflanzen gut abtrocknen lassen und dann einfach in eure Schale stellen. Hinten die hohen Pflanzen wie die Gräser und dann einfach immer kleiner werden, bis ihr vorne mit dem Sternmoos endet. Wenn euch mein Video gefällt, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Es hilft meinem Kanal weiter zu wachsen. Ich sage vielen, vielen Dank. Jetzt bleibt bei mir eine kleine Lücke und die füllen wir ja aus mit Plastiktüten. Und weil es ja in Deutschland fast keine Plastiktüten mehr gibt, was ja auch gut ist für die Umwelt, habe ich hier aus Frankreich eine mitgebracht. Schaut mal, da gibt es auch einen Spar und die stopft ihr einfach unten rein. Plastik einfach, weil wenn man dann die Pflanzen gießt, geht das Plastik, nimmt ja kein Wasser auf. Und daher ist es perfekt als Unterlage für unser Moos. Falls euer Moos ist so trocken wie meins, das hätte ich besser nochmal gewässert, einfach in einen Teller legen, bisschen Wasser drauf, halbe Stunde das aufsaugen lassen und dann habt ihr wieder wunderbar saftig frisches Moos. Da noch ein Tipp am Rande, bei den kleinen Kürbissen, schaut immer, dass sie einen schönen Stiel haben, umso länger und gebogener der ist, umso süßer, finde ich, sieht's aus. Nur, falls ihr losgeht zum Kürbisfeld, achtet auf die Stiele.
Ja, damit ist auch unser nächstes Projekt fertig. Ich hoffe, diese simple Schale gefällt euch. Ich finde es so schön, weil es ist so schnell einfach zusammengesteckt und mir gefallen diese hellgrünen Farben so gut. Es ist einfach so schön frisch und mit diesem weißen Kürbis gibt es einen schönen Kontrast. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe auch überlegt, ob ich das vielleicht in meinen Blumentopf draußen pflanze. Dann habe ich den gleich herbstlich gestaltet. Das könnte man auch machen. Ihr kennt ja diesen Topf, diesen viereckigen, den ich am Eingang habe. Den bepflanze ich ja immer saisonal neu. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch hier. Könnt ihr sie euch anschauen und vielleicht wäre es auch eine schöne Idee für Außenkübel. Also gerade am Eingang hat es eine tolle Wirkung und hält total lange. Und draußen ist es super, es bleibt schön frisch und ihr müsst es nicht so häufig gießen wie drinnen. Also auch eine schöne Idee für draußen. Jetzt habe ich noch eine Idee und zwar, erstmal wollte ich gucken, ob ich es schaffe, dass ich einen Kürbis hier reinsetze und daraus ein kleines Nestchen mache. Aber ich will nicht kompliziert binden. Ihr wisst ja, das kann ich nicht so gut und es ist auch so anstrengend. Will ich euch auch gar nicht zumuten, mein Kanal. Es geht ja darum, dass es einfach ist und von daher versuche ich mal eine Methode. Weiß aber noch nicht, ob es klappt. Aber das versuchen wir und dann setzen wir da einen Kürbis rein. Das ist die eine Sache. Ist nur ein bisschen tief, muss ich mal gucken, dass ich von innen einen kleinen Topf dagegen setze. Habe ich mir auch schon geholt. Das werde ich probieren. Und dann diese rosa Kerze. Und zwar war ich bei meinem Blumenladen und da war eine Schale, die zeige ich euch jetzt mal. Die ist so schön, aber da sieht man, was man für so ein Stück zahlen muss. Jetzt habe ich also ein paar Pflanzen gekauft und habe einen alten Korb gefunden in der Garage. Den habe ich gerade mal abgespritzt, deshalb ist der so dunkel, weil er noch nass ist. Der war echt schmutzig und eine Leserin hat mir nämlich geschrieben, sie hat auch so einen Korb und den benutzt sie immer. Hat mir ein Foto geschickt und dann war ich inspiriert und dachte, als ich dann das heute gesehen habe bei der Gärtnerei, das muss ich nachmachen. Also einfach einen alten Korb und ein paar Pflanzen und eine Kerze und los geht's. Das ist übrigens eine Andous-Vase aus Frankreich in klein. Die großen Varianten in schwarz, die stehen bei mir im Garten. Und legt euch irgendwas rein, dass eure Pflanze etwas höher kommt. Und dann fangen wir erstmal an und machen unser Heidenestchen. Dazu habe ich die Zweige einfach auseinandergedrückt und den Kürbis mittig reingesetzt. Und dann dachte ich, ich mache das mit einem Draht. Also ich habe dann immer so kleine Sektionen genommen und mit einem Draht zusammengebunden und dachte, wenn ich so kleine Sektionen mache, dann kann ich die so immer aneinander binden und das funktioniert dann. Aber das hat nicht funktioniert und ist auch viel zu kompliziert. Vergesst, ich habe eine bessere Methode gefunden. Ich muss ja oft meiner Tochter die Haare flechten. Also dachte ich, das sind so lange Stränge. Ich flechte das einfach. Und es hat richtig gut funktioniert. Also einfach wie einen Zopf flechten. Manchmal habe ich es auch einfach nur gedreht, je nachdem, wie lang die einzelnen Stücke waren. Und so geht ihr ringsherum und flechtet euch euren eigenen kleinen Kranz. Die Methode ist wirklich genial, einfach, ich verspreche es euch. Und es geht super schnell. Klar stehen da so kleine Stückchen noch ab, aber das macht es auch interessant und sieht echt total süß aus. Und ich war im Nu einmal ringsherum. Nur zum Schluss müsst ihr nochmal mit einem Draht durchgehen und es so ein bisschen befestigen, einfach, dass das Ende gut hält. Und dann ist euer kleiner Heidekranz schon fertig. Dazu nehmt ihr euch einfach ein kurzes Stück Draht, vielleicht so 10 cm, und stecht von unten seitlich durch und legt den Draht um den Kranz, verdreht es und schneidet es ab. Und ich habe dann noch einen zweiten Draht gemacht, einfach weil das letzte Stück ja noch diese ganz langen Stücke haben, die überlappen sozusagen den Anfang von dem geflochtenen Teil, und habe das wieder durchgesteckt und festgemacht. Und fertig ist euer kleiner Heidekranz. Ich hoffe, ihr probiert die neue Flechtmethode mal aus und schreibt mir bitte in die Kommentare, wie es geklappt hat. Ich freue mich immer von euch zu hören. Und wenn ihr was selber macht, bitte schickt mir Fotos. Ich lasse die E-Mail-Adresse unten in der Infobox und dann kann ich eure Fotos auf meiner Webseite posten. Dann können alle eure Projekte sehen.
Jetzt kann auch euer Kürbischen wieder ins Nestchen und dann könnt ihr euren Topf in den anderen Topf stellen. Schaut, dass es schön hoch ist, dass das Kränzchen auch zu sehen ist und nicht im Topf verschwindet. Und dann dachte ich, es braucht noch so ein bisschen was an Deko und ich hatte ja diesen wunderschönen Eukalyptus. Da habe ich einfach Zweige abgeschnitten und seitlich eingesteckt. Und mein Kürbis war mir dann zu klein. Ich habe gewechselt auf einen etwas größeren, weil für die Schale war der einfach zu klein und kam nicht so richtig zur Geltung. Um den Ganzen noch so ein bisschen Feinschliff zu geben, habe ich gedacht, es braucht noch so ein bisschen einen Farbtupfer. Und da kamen die Pfefferbeeren wieder zum Einsatz. Nur so ein paar hier und da. Ich bin total happy, dass es geklappt hat mit dem Kranz und dem Flechten. Das mit dem Draht am Anfang war ja ein Desaster, aber so mit dem Flechten ging es echt super. Und ich finde auch, dass da was runterrankt, macht es irgendwie so besonders. Also wenn ihr irgendwas habt, was ein bisschen höher ist, könnte auch irgendeine andere Vase sein oder so und dann was runterranken und oben so ein kleines Kränzchen mit einem Kürbis, auch total schön. Ja, also jetzt kommt aber schon der Wind auf und hier hinten zieht ein Gewitter auf und es wird schon dunkel. Ich muss Schluss machen für heute. Schade, schade, schade. Aber der Korb, der kommt dann einfach nächste Woche und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Bin ich gespannt, wie der wird. Und ja, das waren sie, all meine Projekte für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich konnte euch wie immer inspirieren und motivieren, Lust zu ziehen, ein bisschen was zu kaufen, zu schauen, was ihr zu Hause habt und schöne Deko für den Herbst für euch und für euer Zuhause zu machen. Dann sage ich auch schon wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. XOXO, eure Niki.